So Freunde, der Frühling steht auf der Matte, ja, kündigt sich an, die Temperaturen werden wärmer, man kann endlich mal wieder ohne Jacke raus, ohne dass einem beide Arme abfallen, schön im T-Shirt. Und wir nutzen diese positive Energy einfach mal und gucken uns 10 tolle Düfte für den Frühling an. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es absolut fantastisch. Ich bin aggressiv gut gelaunt, wie ihr merkt. Mir scheint die Sonne in die Seele. Und wir starten direkt rein. Der erste Duft für heute kommt von Ormond Jane, ist der Montabacco Intensivo. Und Leute, die diesen Kanal hier regelmäßig schauen, werden ihn auch schon mal gesehen haben. Ich bleibe dabei, es ist ein Duft von Gesa Schön, ein Molekülduft, der seinem Namen nicht alle Ehre macht. Also Montabacco, weiß ich nicht, Tabak habe ich nicht und Intensivo auch nicht, also maximal ein bisschen. In erster Linie ist das, wie gesagt, ein Molekülduft mit einer ganz prominenten Wacholder-Gin-Note. Sobald man den aufmacht, steht der hier auch schon so sehr im Raum. Es gibt diesen Luftakkord, der vor allen Dingen so kühlend wirkt, so ein bisschen wie Raureif auf dem Rasen an einem Frühlingsmorgen, ja, wenn man das so mal in ein Bild gießen möchte. Und dann hat man vor allen Dingen so ein bisschen so Teenoten, ein bisschen was Blumiges und unten dann diese Iso-Isupa-Basis zusammen mit dem namensgebenden Tabakleder und Eichenmoos. Und das Leder und den Tabak kann man jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen. Das Eichenmoos finde ich schön, das kriegt man auch, das gibt noch so eine grüne Würzigkeit, macht den Duft noch ein bisschen kühler, noch ein bisschen frischer. Und gerade für diese Frühlingszeit, das ist Frühling im Flakon, müsst ihr euch auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Ja, und wenn er es nicht macht, zeige ich den einfach noch dreimal. Als nächstes haben wir von Xerjoff den Torino 22. Und viele kennen ja den Torino 21 als den Sommerduft, dieser Minzduft. Ja, finde ich, sage ich jetzt ganz leise, aber sehr, sehr langweilig. Und hier haben wir jetzt den Torino 22. Insgesamt die letzten Xerjoff-Releases haben mich alle nicht mehr so abgeholt. Ich habe deswegen auch nicht so viele Xerjoffs in der Sammlung. Der Torino 22 ist nach wie vor ein toller Duft. Das ist eigentlich so ein Safranduft, wird immer so ein bisschen in diese Baccarat Rouge Nähe gerückt, weil der auch so sehr süß ist. Aber das sehe ich nicht so. Wir haben nicht diese medizinische Safrannote, man hat das zusammen mit so einer Mate-Tee-Note und dann unten so trockene Hölzer. Das ist ein sehr süßer Duft, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie so ein frischer Duft. Der hat auch Eukalyptus mit drin und das in Kombination, dieses süß-frische, gibt dem einfach eine ganz, ganz einzigartige DNA. Probiert das mal aus, also allen, denen der Torino 21 irgendwie zu eindimensional und zu langsam ist und zu langweilig ist, also so wie mir, der checkt mal den 22er, ist ein tolles Release. Sowas hier könnte Xerjoff mal wieder machen, nicht irgendwie was mit Pflaume oder so, das finde ich irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Nun gut. Als nächstes haben wir dann den Russian Tea von Masque Milano gemacht von Julien Rasquinet. Und das ist nicht nur ein imposanter, großartiger Flakon, der kommt auch mit einer Box, die ist so groß, da könnt ihr eine eigene Wohnung für anmieten, da wohnt dann nur der Russian Tea mit seiner Box. Also für Sammler, ne, wenn man so einen Duft hat, ist das schön, so als Collectible, da kann man sich das hinstellen. Wenn du mehr als einen Duft hast, nervt es wie die Pest. Ich hätte mir den auch einfach als 35er Version kaufen können, habe ich aber nicht. Also, was haben wir hier? Wir haben einen Teeduft, schwarzer Tee und so ein bisschen Strohblume und so, aber im Opening gibt es Himbeere und Minze. Und die Himbeere, ja, also ich weiß immer nicht, Himbeere in Düften, ich rieche das selten raus, es hat meistens so eine süße Fruchtigkeit einfach irgendwie, man riecht ja so ein bisschen, was man weiß. Ne? Würde da Erdbeere stehen, wird man wahrscheinlich Erdbeere riechen und würde da Blaubeere stehen, wird man Blaubeere riechen. Wichtig ist hier die Minze, man hat diesen tollen schwarzen Tee, man hat dann in der Basis was Ledriges und auch Weihrauch, denn das ist auch genau, was der Duft macht. Der startet mit dieser Minznote und der Tee bleibt so prominent, wie gesagt, nicht mit Milch oder so, sondern wirklich so ein frisch aufgebrühter, im Samovar aufgebrühter Schwarztee und verändert sich dann halt zu so einem leicht ledrigen Duft mit dieser Weihrauchnote, ohne dass der je zu schwer wird. Also ist einfach ein Banger für den Frühling. Oh, da ist mir glatt die Stimme weggebrochen, Freunde. Könnt ihr mal sehen. Manchmal passieren hier unvorhergesehene Dinge. Immerhin ist die Polizei noch nicht durchs Bild gefahren. Russian Tea von Julien Rasquinet ist eine absolute Empfehlung. Als nächstes haben wir einen Duft von einer Marke. Da habe ich mich lange gefragt, zeige ich die, kaufe ich die, weil ich die so unsympathisch finde. Die Rede ist von Boadicea The Victorious und hier haben wir den Imperial. Ihr seht das ja. Das sind so handgemachte Flakons. Angeblich ist das deswegen auch so teuer. Ja, da ist dieses keltische Symbol drauf und ja, das ist auch alles sehr handmade, aber nicht im positiven Sinne. Das sieht einfach alles gar nicht so wertig aus. Ich habe auch noch einen zweiten, also einen anderen Boadicea, da ist die Kappe ein bisschen schwerer. Die hier ist wirklich, also die ist jetzt nicht leicht, aber irgendwie fühlt sich das alles wie Plaste an. Die zerstäubbar sind, so geht so geil. Und die Brand-Story ist einfach ein Pain. Also das ist ja gemacht von irgendeinem Londoner Starfriseur, der dann da zusammen mit Parfümeuren diese Düfte entwickelt. Ich habe das nicht gesagt, ne, aber ich glaube, der macht da gar nichts dran, sondern es sind Parfümeure, die die Düfte machen und er schreibt da seinen Namen drunter. Egal. Boadicea war eine keltische Widerstandskämpferin gegen das Römische Reich.
Ja, und hat dann da irgendwie, weiß ich nicht, mit 70.000, 80.000 Mann ist die da losgezogen, hat dann da die Römer getötet, Frauen, Kinder, ein Riesenmassaker angerichtet. Dann haben die in Rom das irgendwann gemerkt, haben gesagt, Mensch, das kann aber nicht angehen. Da müssen wir mal zurückschlagen. Dann sind die da hingelaufen und haben dann wiederum noch mehr da Kelten zu Klump gehauen, ne? Auch wieder Frauen, Kinder, wieder ein Riesenmassaker. Und Boadicea ist da auch gestorben. Also warum die jetzt die Siegreiche ist, weiß ich nicht. Ob das eine coole Brand-Story ist, so irgend so ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, wo halt Tausende von Leuten irgendwie kaputt gehauen wurden. I don't know. Kommen wir zum Imperial, ne? Weil im Endeffekt, man braucht diese Story wohl leider, weil da sich ja auch die Düfte thematisch dran orientieren. Jetzt Polizei, sehr gut. Hätten wir, ohne sie geht es einfach nicht. Wir haben hier einen Duft, der so ein bisschen wie so ein Sauvage-Elixier rüberkommt, minus Lakritz, aber so sehr stark würzig. Wir haben Galbanum, wir haben Rosenholz, wir haben Angelika, wir haben Lavendel und wir haben Oud. Und diese Kombination aus diesen eigentlich eher unsüßen Noten mit diesem leicht süßlichen, ja, nicht animalischen, aber schon präsenten Oud, also das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich finde, das ist wirklich, wäre der nicht so stark, könnte man das sogar ins Office tragen. Also diese grün-würzige Basis, vor allem mit dieser Angelika-Lavendelnote mit dem Oud, ist wahnsinnig unique. Nicht vergessen, diese Düfte sind zu teuer, weil diese Flakons handgemacht sind. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es so eine DNA in günstiger gibt. Ich habe es leider noch nicht gerochen. Checkt es trotzdem mal aus. Wie gesagt, nicht kaufen, einfach mal ausprobieren. Wenn ihr irgendwo mal eine Abfüllung bekommt oder so, es gibt jetzt immer mehr Parfümerien, die diese Düfte wieder führen. Interessante Story, weil die Marke ist ja schon alt, ne? Und die haben sich so schlecht verkauft, dass die eigentlich überall rausgeflogen sind. Und jetzt haben die irgendwie wieder so ein Halbhype, ganz ehrlich, kann man das nicht sagen. Und jetzt plötzlich tauchen sie in allen Parfümerien wieder auf. So, da kann man die immerhin mal ausprobieren. Das ist ja der große Vorteil. Zum Thema Parfümerien müssen wir auch noch mal irgendwann ein Video machen. Da habe ich in letzter Zeit viele Videos von anderen Leuten gesehen und da habe ich sag mal, eine Halsschlagader wie eine Bockwurst bekommen, als ich das gesehen habe. Aber gut, das gehört jetzt hier nicht hin. Atelier Materi hat hier den Burgundy Oud rausgebracht. Das ist aus dieser neuen Extrait de Parfum-Reihe. Ja, die haben ja vorher Eau de Parfum gemacht. Da gibt es auch diesen relativ bekannten, das ist so ein Spinat, Basilikum, Feigenblattduft. Ich glaube auch irgendwas mit Zeder. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall so ein grüner Duft. Und ja, jetzt haben sie halt hier diese Extraits. 30% Duftölkonzentration. Ich glaube, das sind 50 ml. Auch wenn der Flakon sehr klein aussieht. Schön schwere Kappe, finde ich schon ganz gut. Auch so dieses schlichte Design gefällt mir. Was kriegen wir jetzt hier? Also, Burgundy Oud lässt ja schon so ein bisschen ahnen, es wird ein Oud-Duft sein. Ich glaube, das ist kein echtes Oud. Für mich ist das wie ein Oud Maracuja. Wem das nicht gefällt, der kann es direkt aussteigen, weil dann ist das kein Duft für euch. Der hat schon dieses präsente Kunst-Oud, nenne ich das jetzt mal. Und statt das wie beim Ombre Nomade mit Himbeere oder beim Oud Maracuja halt mit Maracuja oder beim Mango Oud mit Mango zu kombinieren, hat man jetzt hier schwarze Johannisbeer-Knospe. Könnte auch eine schwarze Johannisbeere sein. Wie gesagt, man riecht, was man weiß. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Kombination aus Oud und Frucht. Und diese Johannisbeere ist ein bisschen säuerlicher, nicht ganz so süß, obwohl es ist schon auch ein süßer Duft, aber trotzdem ein bisschen mit so einer, ich sag mal, tendenziell in der Kopfnote ein bisschen säuerlicher. Und was ganz schön ist, er wird im Verlauf ein bisschen grüner. Ja, und dadurch wird er halt für den Frühling für mich total tragbar. Ist ein schönes Ding, man muss aber diese Oud-Frucht-Kombination mögen. Wenn das nichts für euch ist, könnt ihr auch vom Burgundy Oud die Finger lassen. So, als nächstes kommen wir zum Maison Crivelli Papyrus Moléculaire. Jetzt haben wir hier tatsächlich auch einen Maison Crivelli, ne, haben wir ja gerade noch drüber gesprochen. Was soll ich sagen? Ich bin eigentlich kein großer Fan von dieser Marke und auch nicht von diesen Parfums. Warum jetzt gerade der? Also einmal finde ich 30 Milliliter Größen toll und der hat so ein bisschen, komm, reden wir nicht drum herum. Es ist ein Santal 33 in ein bisschen günstiger und mit einem ganz interessanten Twist im Opening. Im Endeffekt ist das so ein Sandelholz-Papyrusduft. Wir haben hier auch noch Pfeffer, wir haben ein bisschen Koriander, wir haben so dieses übliche Leder-Tabakzeug, alles ganz schön verblendet. In erster Linie ist das aber dieser trockene, leicht ledrige Papyrusduft mit so einer ganz dezenten Rauchnote. Was ich interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob es der Koriander ist, der kriegt so eine Paprikanote. Ja, so ein bisschen sowas, was säuerlich-fruchtiges, aber minimal. Ne? Also wer jetzt hier denkt, oh, das ist klingt ja wahnsinnig kreativ, es ist immer noch ein Santal 33, wirklich mit so einem 95% Santal 33, 5% Paprika, aber in super tragbar, in schön, in interessant. Also für den Frühling, für ein Office, ein bisschen hautnaher, körpernäherer Duft. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren und wie gesagt, zieht einem jetzt finanziell nicht komplett die Schuhe aus.
Das finde ich daran ganz gut. Dann haben wir eine Marke, die finde ich ist so sträflich unterbewertet. Niemand redet darüber. Das ist die Marke Rhizome aus Italien. Die machen Düfte für die Young Generation angeblich. Ja? Also schöne Düfte für einen bezahlbaren Betrag, also für einen schmalen Taler. Die kosten, glaube ich, hier 100 Milliliter, kosten hier 110 Euro. Und es ist ein Iris-Duft. Und was für eine? Also wirklich, hier habt ihr so eine Lipstick-Iris, eine möhrige Iris, vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Iris, von Serjoff, aber doch irgendwie nischig. Man hat Rhabarber, rote Mandarine in der Kopfnote. Unten dann wiederum hat man so was ledrig-moschusartiges und dazwischen halt diese Tuberose-Iris-Kombination. Ein absolutes Brett, gerade für den Preis. Sorry, ich bin hier so excited, ne? Aber ich verstehe nicht, warum über diese Marke niemand spricht. Das ist wirklich Value for Money. Die DNAs erfinden das Rad nicht neu, aber sie sind trotzdem irgendwie outstanding genug, dass die richtig Bock machen. Und ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen in diese Iris-Note verliebt. Das kann sich in diesem Kanal durchaus auch niederschlagen, wirklich diese Lipstick-Note. Einfach ein mega geiles Teil, frisch, geil für den Frühling mit dieser Mandarinen-Rhabarber-Sache und dann Tuberose-Iris und unten ein bisschen ledrig. Aber so ein feines, weißes Wildleder finde ich wunderschön. So. Dann haben wir vom guten Marc-Antoine Barrois den Tilia, da muss ich glaube ich auch nicht viel zu sagen. Das ist ein, ja was ist das, ein Lindenblütenduft mit so einer Ambroxan-Vanillebasis, ein bisschen Ginster hat man, ne? Heliotrop, das ist halt so das, was das Vanillige gibt. Wahnsinnig starke Performance, deswegen würde ich den auch eher in den Frühling reintun, denn für den Sommer ist einfach also der Duft würde im Sommer gehen, die Performance ist dazu brachial. Ich finde den trotzdem klasse. Ist ein Quentin Bisch Duft, da weiß man, was man bekommt, da bekommt man sehr viel Synthetik, aber nichtsdestotrotz dieses frische Wäscheding, was dieser Duft hat, ne? Ich habe das glaube ich schon mal an anderer Stelle erzählt, dieses Marc-Antoine Barrois hat ja mal diese Videos auf Instagram, wo sie mit offenem Hemd irgendwie da durch die Weizenfelder laufen und genau so riecht das Teil. Also Tilia für den Frühling könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann ein Duft, der wird ja von vielen vielleicht ein bisschen kritisch gesehen. Wir haben nämlich den Rose Exposed von Tom Ford. Ich finde auch ehrlich gesagt diese 30 Milliliter Flakons nicht so schön. Die sehen immer so abgeschnitten aus. Und hier gibt es eine interessante Geschichte zu, weil den Duft gab es schon mal. Es gab ja diese Rose de Chine, Rose de irgendwas, also wo sie so verschiedene Länder und Rosen. Und das war der Rose de Russie. Dann hat Russland die Ukraine überfallen und Tom Ford hat gesagt, okay, ciao Russland, nehmen wir vom Markt. Jetzt haben sie den in ein bisschen veränderter Form wieder auf den Markt gebracht. Und es ist ein Duft, der so Rose und auch Rosenwasser mit Leder verbindet und so würzigen Noten. Ne? Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen Jasmin und so drin. Was ich krass finde, ist, diese Rose ist nicht so oldschoolig, sondern eher so ein bisschen in so eine Rhabarber-Richtung, so säuerlich interpretiert. Es gibt diesen Enchilade oder Encelade, da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie man ihn ausspricht, auch von Marc-Antoine Barrois, der ja auch mit dieser Rhabarbernote arbeitet. Die finde ich furchtbar schlimm. Ich finde, das ist einer der furchtbarsten Düfte, die ich jemals gerochen habe. Da kriege ich nicht nur Kopfschmerzen von, sondern der hat so eine Chili-Note, die ist unerträglich. Und das haben die hier in gut hingekriegt. Also man hat so dieses kratzige Leder, und man hat auch so ein bisschen dieses oldschoolige, Rosenwasserartige, aber mit dieser säuerlichen Note. Es gibt Leute, die dem sogar eine gewisse Animalik unterstellen, das würde ich nicht machen. Aber ich finde das beeindruckend, dass sich Tom Ford es traut, so einen nischigen Duft rauszubringen. Also wie gesagt, eigentlich ist es der Rose de Russie, aber es ist und bleibt ein nischiger Rosenduft, der durch dieses leicht säuerliche einfach toll für den Frühling ist und gerade so zu den noch kühlen, aber wärmer werdenden Tagen passt. Wir kommen zum Schluss, Freunde. Wir sind jetzt fast durch. Der letzte Duft ist mal wieder ein Nasomatto und da haben wir den wunderschönen Narcotic V. Der hieß mal Narcotic Venus, ja, dann hat man den umbenannt, das heißt dann Narcotic V. Und es ist ein Tuberose-Jasminduft. Es ist ein Blumenduft. Es ist einfach ein blumiger Duft. So kann man, es ist wie ein frischer Strauß Blumen im Frühling in die Vase gestellt. Die Sonnenstrahlen scheinen durch die Stängel. Und das ist natürlich jetzt alles Quatsch, was ich erzähle, weil hier der gute Gualtieri sich natürlich beim Duft was anderes gedacht hat. Ne? Narcotic Venus. Ich habe mal gehört, er hat mal gesagt über diesen Duft, der soll riechen wie getragene Damenunterwäsche. Macht mit der Info, was ihr wollt. Ich kann das nicht bestätigen. Ich finde den vor allem wunderschön blumig. Und diese tolle Jasmin-Tuberose-Kombo, wobei das ist hauptsächlich Tuberose. Also Jasmin spielt so eine untergeordnete Rolle. Wer da Bock drauf hat, wer so einen ganz strahlenden, hellen Blumenduft will, wird als Damenduft geführt, ist fuck egal. Das könnt ihr geil als Unisex-Ding tragen. Also für alle Damen, die hier heute zuschauen, eigentlich ist der Duft für euch, aber für alle Herren, traut euch das mal auszuprobieren. Ist einfach ein Brett und für den Frühling einfach einer der Düfte, die bei mir immer zum Einsatz kommen. Freunde, wir sind durch.
Jetzt könnt ihr in den Frühling starten. Jetzt haben wir 10 tolle Düfte uns angeguckt, ein paar Empfehlungen ausgesprochen und jetzt seid ihr am Zug. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Düfte eurer Meinung nach hier gefehlt haben, welche von den Düften ihr kennt, welche ihr gut findet, was eure eigenen Favoriten sind, ob ihr Bock auf den Frühling habt oder lieber im Iglu wohnen würdet, keine Ahnung. Lob, Kritik ebenfalls in die Kommentare und dann freue ich mich einfach, wenn ihr dieses Video, wenn es euch denn gefallen hat, wenn ihr dem einfach einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das liked, wenn ihr den Kanal abonniert, ja, dass wir hier ein bisschen Zucht drauf kriegen. Guckt euch auch gerne die anderen Videos auf dem Kanal an, macht die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst und dann freue ich mich brutal, wenn wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss!